Unsere Zuschauer, die sagen immer wieder so, nee, der Scheinwerfer muss mitlenken. Darum haben wir gesagt, auf jeden Fall erwähnenswert. Die kann man lösen, das ist schon vorgebaut. Gut, ob man den braucht bei so einem Rad, kann man sich drüber streiten. Was sagst du hier? Bis was für eine Körpergröße geht es maximal? Also 60er Reifenbreite vorne. und hinten ist es dann das eben 24er. Joe, Nils. woher kommt das eigentlich? All das, könnt jetzt sagen 46er. Im Fahrradbereich habe ich es noch nie gehört. Und im Autobereich gibt es das, glaube ich, auch nicht. Und warum das hier so ist, das klären wir alles im Laufe des Videos, oder? Können wir machen. Ja. Ich glaube, gerne. Sehr schön. Ja, und hier ein weiteres Video. Joe, du hier, Ja, aus der Schweiz. grüezi. Joe Fuchs und Nils Hogenberg aus Jannerberg. Und Günther, unserem Kameramann. Ne? So, ja, wenn du auf diesem Kanal schon ein paar Mal unterwegs gewesen bist, dann kennst du vielleicht auch schon Joe. Joe aus dem Hause Benno Bikes. Aus der Schweiz angereist, Genau. heute hier zu Gast. Und wir haben gesagt, Mensch, coole Fahrräder dabei. Da habe ich mir gedacht, das können wir auch gleich videografisch festhalten, online stellen. So hat jeder was davon, was du Schönes so dabei hast, im Sortiment hast, ne? Genau. Und mitgebracht hast. Gerade passend Und- zum Auto, oder? Ja, ich würde sagen, ihr habt euch irgendwie abgesprochen, was das angeht. Ja, könnte Na, man wirklich meinen, ja. ist die gleiche Farbe Ja, ist ganz und fast alle identisch, Farben, ja. die wir sehen, finden wir wieder. Aber ich meine, ich finde solche Autos schon cool. Also das Ding ist ja schon was, wo man sagt, so schon auffällig. Ne? Ja, auf Da jeden bist Fall. du so, wenn du damit unterwegs bist, dann wird jeder gucken. Genau. Gibt wahrscheinlich auch welche, die sind nicht begeistert. Ja. Gibt es alles, aber darum geht es ja gar nicht. Genau, Ne? Hier geht es genau. ja einfach auch um tolle Räder. Das ist ja auch was, mit dem würden wir auf jeden Fall auffallen. Dafür steht Benno Bikes, das habe ich heute Richtig. schon gelernt. Ja, Na? mit den Farben, genau, richtig. Und ihr habt dafür Genau. auch einen speziellen Namen. Ne? Also da gehört noch mehr dazu, aber ihr habt dafür auch einen Namen. Magst du den nochmal? Genau, also das 46er von Benno Bikes, das ist jetzt mit der Farbe Bone Grey. Das ist auch eine spezielle Farbe. Wir haben aber auch das Modell in 4 weiteren Farben. Genau, es gibt noch ein Genau, Dunkelgrau, hab ich genau, gesehen, Blau Anthrazit, Blau, auch das Wasabi Grün, das habt ihr bei der letzten Folge vielleicht gesehen, vom Boost. Das ist dieselbe Farbe. Genau, und somit kann man natürlich auch individuell die Farben anpassen. Ja. Genau. Und ich habe ja gerade gesagt, dieses ganze Design und alles, was ihr euch dabei denkt, das haben wir auch in der letzten Folge sehr ausführlich gesprochen. Wie nennt man das? Wo uns am Herzen liegen, das ist das Ride, das Fahrverhalten, die Farbe, das Design und natürlich den Cargo-Bereich, weil wir Genau. im Lastenbereich unser Segment ist. Genau. Wir hatten im ersten Video, was wir zusammen gemacht haben, Ja. haben wir da schon ein bisschen ausführlich drüber gesprochen. Deswegen würde ich jetzt sagen, das überspringen wir ein klein wenig und gucken uns einfach mal so die Highlights von diesem Fahrrad an, weil Ja. ich kann mir immer vorstellen, so wer jetzt das allererste dieses Fahrrad sieht und vorher dieses Rad noch gar nicht gesehen hat und nicht weiß, was Benno Bikes überhaupt macht, der sagt so, oh Mensch, das ist aber schon auffällig und irgendwas stimmt da nicht, oder? Ja, Na? das, ja. Ja, und dann Genau, 46er, was soll das eigentlich? 46er, Na? genau. Und ja, erzähl einfach mal Also so das- zum 46er. Das ist der Modellname? Genau, Das richtig. ist auf jeden Fall richtig. 46er, aber da steckt noch was dahinter. Genau, da steckt wirklich noch was dahinter. Wie ihr vielleicht seht, liebe Zuschauer, vorne ist es größer, das Rad, ist ein 26er. Das geht um das sportliche Fahrverhalten vorne, vor allem wenn man auch größere Touren macht und natürlich auch mit Gewicht. Und hinten sind wir bei 24 Zoll. Das hat der Grund, damit der Schwerpunkt tief ist und die Belastbarkeit höher, dass man das Bike höher belasten kann. Somit hat man vorne 26, hinten 24. Sieht man auch nicht immer so oft bei den Fahrrädern. Ich habe vorhin schon so gesagt, ich kenne es aus dem Enduro-Bereich, da macht man das. Genau, ne? richtig, richtig. Und sonst sieht man selten, aber du sagst ja gerade schon, der Schwerpunkt ist einfach besser. Und ich denke auch gerade im Cargorad-Bereich, das Beladen
von so einem Fahrrad. Also wenn ich jetzt sage, alles klar, wir sehen das ja schon, wir haben Ja. 2 Kindersitze hier. Genau. Wenn ich jetzt daran denke, so, ich nehme meine Tochter, Nummer 1 hier hinten, Genau. Nummer 2 hier vorne. Je höher das Rad aufbaut, je höher, irgendwann bin ich ja auch über meinem Schwerpunkt, wo Richtig. ich sage, wird anstrengend, dann müssen die Beine da durch. Alles nicht so einfach. Und dann 24 Zoll finde ich jetzt so auf den allerersten Blick sehr vorteilhaft. Ja. Aber sportlich soll es auch sein, sagst du, ne? Genau, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, die Kinder zu Hause lässt oder keine Kinder hat, dann kann man natürlich sehr gut alles abbauen. Hinten ein flaches Rail, Gepäckträger montieren und dann mit schwereren Kisten arbeiten oder auch mit den Taschen. Und ja, es ist auch mit 190 Kilo auch wirklich ein sehr belastbares Bike. Man kann sehr vieles mitnehmen auf eine Tour und das ist natürlich auch ein großer Vorteil von diesem 46er. 190 Kilo Systemgewicht. Wir sagen Ja. immer Systemgewicht, Ja, weil da kann sich mittlerweile fast jeder Zuschauer was drunter vorstellen. Sagen immer Fahrer plus Fahrrad und Gepäck. Das sollte auf jeden Fall die 190 Kilo in dem Fall nicht überschreiten. So habe ich es verstanden. genau. Ja. Und wie können wir das Gewicht denn aufteilen? Also jetzt natürlich, das ist jetzt der sportliche Gepäckträger, da sagt man jetzt bis zu 15 Kilo vorne, 27 Kilo das Gewicht des Fahrrads ohne Zubehör und hinten ist natürlich, kann man jonglieren, je nachdem was man halt Eigengewicht noch hat, da muss man natürlich auch noch damit rechnen, aber bis jetzt war es wirklich so, dass es gar kein Problem war, wenn man hinten wirklich 40 bis 50 Kilo raufpackt und selber vielleicht ein Körpergewicht von 90 oder mehr hat, ist das Fahrverhalten auch nicht beeinträchtigt. Genau, weil das ist, denke ich, auch immer mit entscheidend, so gerade Ja. beim Cargo-Bike. Richtig. Man kann es ja immer Probe fahren, das ist ja die eine Sache, aber wenn ich es jetzt Probe fahre, habe ich meistens noch nichts draufgeladen Genau. im Fahrradladen. Na, dann ist es meistens so, dass man sagt, so, jo, fährt alles super, Ja, aber im Endeffekt ist schon entscheidend, dass so ein Rad dann auch im Alltag, richtig. wenn ich meine 2 Kinder oder wenn ich meinen großen Wocheneinkauf, Genau. den kann ich ja durchaus mit dem Rad machen, Genau. dass es dann noch wirklich stabil fährt. Und wenn man sich die ganze Konstruktion mal anschaut, wie es gemacht wird, also für mein technisches Verständnis, würde ich sagen, auf jeden Fall sehr verwindungssteif das Ganze. Ne? Also wir machen das auch oft so, wenn man das einem Privatkunden gibt oder dem Händler zum Ausprobieren, sitzen wir auch hinten drauf und wir sind über 60 Kilo und es war wirklich auch kein Problem. Komponenten werden maximal beansprucht, wenn wir das Fahrrad überladen. Ne? Ja. Darum ist es halt auch einfach wichtig, wenn du jetzt sagst, alles klar, ich will was transportieren mit einem Rad, ich mache damit regelmäßig meinen Einkauf und so weiter, dass du dir ein Cargo-Bike aussuchst, ob das jetzt genau dieses ist oder ein anderes oder wie auch immer. Das würde ich jetzt in dem Fall einfach mal außen vor lassen. Ne? Klar, Ja. ein Benno-Bike haben wir hier, ist auch schön, aber damit man einfach auch weiß, so als Zuschauer, so warum soll ich denn überhaupt ein Cargo-Bike nehmen? Ich kann doch mit meinem normalen Rad auch alles machen. Und wenn ich da mal hinten 30 Kilo drauf habe, das macht doch nichts. Habe ich schon mal gehört. Ja, Na, das ist ja der Alltag im Fahrradladen. Richtig, Der Kunde genau. sagt, wieso soll ich das machen? Brauche ich nicht. Es geht doch auch so. Aber wenn ich hier sagen würde, so alles klar, links und rechts 15 Kilo, ich würde sagen, bei dem Gepäckträger, dann komme ich gar nicht dahinter, dass überhaupt so viel Gewicht drauf Ja, ist. richtig. Also es ist auch wirklich für das ausgelegt, das ist auch sehr langlebig. Eben sind halt das Utility oder trotzdem die Funktion und auch der Fahrspaß. Man ist auch agil mit dem Fahrrad natürlich, Ja. von der Geometrie her. Auf jeden Fall, ja. Genau, Agilität, darum sagt man ja auch, auf dem Fahrwerk wird extrem viel Wert gelegt. Darum nimmt man ja vorne 26 Zoll, hinten 24, daher auch der Name 46er, ne? Habe ich auch jetzt verstanden. Und ich habe auch noch mehr gesehen, was auf jeden Fall erwähnenswert ist, das ist die Federgabel. Richtig. Die 75er, ja. Genau, 75 Genau. mm Federweg, was ja auch wieder für Komfort Genau. sorgt. Ne? Genau. Genau, und ich habe damals mit dem Samuel auch darüber gesprochen, so ja, wie ist das denn mit dem Thema Ergonomie? Er hat mir ein paar Sachen dazu erzählt und ich würde auch dich noch mal fragen, was sagst du zum Thema Ergonomie?
ist ja bei Zweirad-Hogendorf ein wichtiges Thema. Also Genau. jeder, der bei uns ein Fahrrad kauft, ich weiß nicht, ob du das Doch, weißt. mit dem Fitting, aber super. genau, ja. wir messen immer einmal, ja. wir gehen ein paar Fragen durch, sodass wir hinterher auch wirklich sagen können, ja, dieses Rad passt zu dem, was du damit machen möchtest, natürlich auch zu deinen Körpermaßen, oder man kann es dementsprechend anpassen. Hier haben wir ja schon eine spezielle Rahmenform und Richtig. da finde ich dann auch das Thema Ergonomie schon wichtig. Ich sage mit Absicht nicht Bike-Fitting. Ja. Fitting macht man im sportlichen Bereich, so sehe ich das. Ja, Und Ergonomie, das ist das, worum es im Alltag eigentlich auch gehen sollte. also ich selber jetzt persönlich finde wirklich die Position sehr spannend, weil es ist einerseits aufrecht, aber man kann wirklich so vom Handling her, also vom Fahrspaß, beeinträchtigt das gar nichts. Also es ist wirklich, man kann auch mal Gas geben. Das Und ist kein trotzdem Problem. habe ich eine gesunde Sitzhaltung. Richtig, genau. Und das ist wirklich sehr wichtig, weil wir haben auch sehr viele Klientel, wo Leute das wirklich mitnehmen, für mehrere Tage unterwegs zu sein, für die Fahrradferien oder eben mit Kindern in den Urlaub. Das ist wirklich auf das ausgelegt, ja. Genau, also man kann schon sagen, auch ergonomisch ist in Wirklichkeit alles möglich. Wir haben vorne eine Federgabel, die ist nicht mit Luftkammer. Nee, oder doch? Nee, die ist nicht mit Luftkammer. Nein, genau, das ist einfach da mit Genau, dem wir haben Arretieren. Lockout, Genau. Lockout-Funktion. Gut, ob man den braucht bei so einem Rad, kann man sich drüber streiten. Sattel ist ja meine Meinung auch immer anpassbar und wir können auch, wenn wir wollen, noch eine Federsattelstütze einbauen, um den Komfort nochmal zu erhöhen. Aber wir wollen ja gar nicht das Rad gleich umbauen. Wir wollen ja erstmal gucken, was kommt da überhaupt. Was sagst du hier? Bis was für eine Körpergröße geht es maximal? Also wir empfehlen es wirklich bis 1,90. Wir können ja mal den Sattel Ja. auf die Maximalposition bringen, oder? Ja, natürlich, gerne. Hier wäre Maximalposition. Das sieht immer noch gut aus. Es gibt ja auch Räder, da sieht es dann irgendwann, fängt es an komisch auszusehen, wenn der Sattel immer weiter Richtig, rausgeht. ja. Aber wir waren gerade eben bei den Reifen. Da würde ich auch gerne noch mal erzählen, oder du erzählst mal, was für Reifendimensionen wir haben. Genau, also eben das ist das 26er Rad, wo wir vorhin gesagt haben, mit 2,35 die Breite. Ihr habt, glaube ich, andere Normen. Genau, oder? ich bin immer Etronorm-Fan, Genau. weil das einfach am genauesten ist. Das ist die Millimeterangabe und du hast gerade gesagt 2,3 3,5, Zoll genau. Breite. Also die Breite. Genau. Und Etronorm steht wahrscheinlich drauf. Müsste Was haben wir? Müsste da. Wahrscheinlich eine 60er Reifenbreite vorne. Und hinten ist es dann das eben 24er. Genau, haben wir hinten auch. Genau, vom Profil her ist es identisch. Hinten ist der Reifen sogar noch ein bisschen breiter, weil er aber ja Genau. auch etwas kleiner ist. Ein bisschen, er muss wegen der Belastung, oder? Aber die Gummierung ist identisch. Aber genau, die Breite ist natürlich ein bisschen breiter, ja, bei diesem Fahrrad. Genau, aber auch die breiten Reifen geben uns schon gut Komfort. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal so, wenn jemand fragt, so, warum macht man das eigentlich mit den breiten Reifen, was sagst du? Es geht halt auch einerseits auch auf die Haftung des Sicherheitsaspektes oder auch noch für die Dämpfung natürlich. Ist auch bei verschiedenen Modellen, wo jetzt auch keine Federgabel hat, auch für hinten oder vorne, man nimmt auch die Schläge weg. Und durch das, dass man ja auch eine Unterstützung hat, ist es auch okay, dass es ein bisschen breiter ist. Es ist bei den einen Modellen sogar noch, finde ich es auch vom Design her sehr interessant, wenn es ein bisschen breiter sind. Und das sind so, jetzt bei unserem Klientel kommt natürlich auch immer oft die Frage, hey, ihr habt breite Reifen. Wir sagen, nee, fahrt trotzdem mal mit dem Ganzen. Wir sind im Cargo-Bereich, es muss ja belastbar sein. Und ja, da merkt man das eigentlich nicht mehr so groß. Hier haben wir ja jetzt, wir hatten ja vorhin, oder was heißt vorhin, im anderen Video Genau, hatten wir einen anderen Gepäckträger. Ne? genau Hier das haben wir jetzt- Half-Rail. Genau. Wie heißt das dann? Das ist das ganze Rail, also es ist umschlossen und hat einfach, es ist einem Stück. Hier haben wir auch wieder die Strebe, wo Überhang hat. Das bedeutet, falls man fährt und ich sage jetzt mal umkippt, damit der Schutz vorhanden ist, dass zuerst diese Strebe an den Boden kommt, damit das Kind natürlich nicht die Hände aufschürft. Das ist uns auch wirklich sehr wichtig. Die Pads dienen dazu, dass es einfach mehr Komfort ist für die Kinder. Und hinten am Sattel unten kann das Kind zusätzlich, wenn es noch möchte, sich halten.
Was das Tolle ist bei diesem Rail, man kann natürlich auch ein Hamax oder eben ein Thule Kindersitz ran tun. Einerseits kann man es wegnehmen und eben, das haben wir beim letzten Video gezeigt, ein Pad reinstellen, damit das größere Kind vorne sitzt und hinten das kleinere Kind. Das vorne kann sich da halten. Und man muss natürlich dann einfach die Fußraster, wo wir auch im Sortiment haben, montieren, damit das größere Kind mit dem Speichenschutz natürlich, damit es nicht den Fuß verklemmt, kann man hier kann der Fuß, hier wird der Fuß fixiert. Genau, richtig. Und hier haben wir dann auch automatisch bei jedem Kindersitz, das ist aber auch ein Standard, Genau. so einen Speichenschutz. Genau, das ist Und wichtig. bei dem anderen Modell, was wir vorgestellt haben, da haben wir dann auch quasi diese Schutzwand am Rad montiert. Genau. Fand ich auch sehr spannend auf jeden Fall. Was man dazu sagen muss, denke ich, ich schätze, dass der gleiche Gepäckträger, den wir beim Boost hatten, Genau, also, auch hier zu bekommen wäre, oder? Ja, richtig. Wir haben ja verschiedene Angebote, was wir machen können mit den Längen. Wichtig ist noch zu dem Speichenschutz, das ist auch kein Problem, auch selber zu montieren. Das ist sehr einfach, reinlegen, anziehen mit Klettverschluss. Ist kein Hokuspokus. Und es gibt halt eben die Optionen, meistens ist ja das Kind das eine älter, das andere jünger. Oder man hat Zwillinge, je nachdem, dann wäre das optimal. Und sonst mit größerem Unterschied kann man trotzdem das Hi-Rail benutzen. Und das ist natürlich super. Genau, und ich kann aber auch eine Box draufstellen. Genau. Diese typischen 40, 60, die passen hier. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken vom Messen her. Wir haben eben noch einen speziellen, einen flachen Gepäckträger. Okay. Und der ist eigentlich oft benutzen das Leute für die Werkzeugkisten oder für schwerere Metallkisten, Plastikkisten, Bierharesse, Hundekörbe. Da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Arten. Oder eben der XXL-Tasche, wo wir haben. Also ihr habt auch verschiedene Taschen im Sortiment? Genau. Also wir haben 4 verschiedene, eben auch wie mit den Seitentaschen. Oder eben die XXL-Tank, die ist massiv, da bringt man sehr viel rein. Auch eben die Ortlieb-Tasche, das ist auch sehr wichtig für Leute, die Ortlieb schon zu Hause haben, kann man ohne Problem bei uns auch anmachen. Die sind kompatibel. Das ist auch passt alles an diesen Gepäckträger. Genau, richtig. Genau. Gibt es für den Sportrack, so heißt er ja, oder Sportgepäckträger, gibt es dafür auch eine spezielle Tasche? Also wir haben eine kleinere Tasche für vorne, das ist auch möglich, aber wir empfehlen auch natürlich, wenn man Kisten hat, mit Gummizügen zu arbeiten. Okay. Wir haben das auch wirklich selber getestet am Berg zu, es haltet, wenn man wirklich selber natürlich aus Eigenverantwortung wirklich gut anzieht. Andere machen es mit Spannsätten, gibt es natürlich auch in Taschenform, das ist kein Problem. Ich denke mal, das ganze Thema Cargo, das spielt eine große Rolle bei euch. Das erkennt man auch, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also unschwer zu erkennen. Ich sehe hier noch was. Also wir haben hier einmal einen integrierten Akku. Genau. Das ist mir schon aufgefallen. Welcher ist da verbaut jetzt? Das ist der 500er. Der 500er. Was aber noch spezifisch ist, wenn man sagt, ja, die 500 reicht nicht, dann haben wir hier eine Vorrichtung, eine Kappe. Die kann man lösen, das ist schon vorgebaut. Und somit kann man den zweiten Akku auch noch integrieren. Somit hat man dann eine Kapazität von 1000. Smart-System. Dieses Rad ist wirklich clean von der Optik oder was heißt clean von der Optik? Das Cockpit ist sehr clean, würde ich schon mal sagen. Hier siehst du wirklich nur ein LED-Remote. Es gibt natürlich auch Displays für Smart-System, aber was ich persönlich immer spannend finde, ist, dass man wirklich ohne Display unterwegs sein kann. Zum Motor können wir auch was sagen, weil vielleicht fragt man sich das ja schon so, was haben wir denn hier für ein Drehmoment? Gerade beim Cargo Bike macht es auf jeden Fall Sinn, da einfach mal drüber zu sprechen. Hier ist der Performance Line CX aus dem Hause Bosch verbaut mit 85 Newtonmeter. Genau. Wenn wir schon beim Antrieb sind, können wir ja auch mal kurz auf die Schaltung gucken, weil wir sind ja oft so an Nabenschaltung gewöhnt. Genau. Kennen wir Nabenschaltung mit Zahnriemen, stufenlose Schaltung und so weiter. Aber wir haben ja gerade eben auch gesagt, das Rad ist schon einfach sportlicher angehaucht. Und ich finde auch, gerade dann ist es doch umso spannender, auch eine Kettenschaltung zu haben, sodass man wirklich sagt, so, ja, jedes andere Cargo-Bike hat eine Nabenschaltung. Oder viele. Viele. Wir wollen gar nicht sagen jedes, aber viele sind mit Nabenschaltung ausgestattet. Und darum finde ich es hier einfach umso spannender. Hier ist eine Kettenschaltung dran. Und ich mache das jetzt mal, weil ich weiß immer, das sorgt für Gesprächsstoff. Da kommen immer Fragen.
Schreib das doch einfach mal in die Kommentare. Wie siehst du das ganze Thema, so Kettenschaltung oder Nabenschaltung beim Cargo-Bike? Meine Meinung ist ja immer so, Kettenschaltung verringert das Gesamtgewicht. Wir können jetzt sagen, so, ja, 1 Kilo ist doch egal bei so einem Rad. Ja, kann man sich drüber streiten, na, oder ist es überhaupt 1 Kilo? Lässt sich auf jeden Fall drüber streiten. Was ich auf jeden Fall als Vorteil sehe, das ist auf jeden Fall, dass die Kettenschaltung mit am leichtesten fährt im Vergleich zu einer Nabenschaltung. Genau. Und wie viele Gänge haben wir hier? Also wenn jetzt 9-fach. Genau. Und eben mit Einfachschaltung. Genau, einmal 9 Gänge. Ist eigentlich eben keine Hexerei mit Rauf- und Runterschalten, Genau. eben auch wegen der Abnutzung. Genau, also viele, genau, du hast es jetzt schon gesagt, das gibt mir natürlich auch Futter, vielleicht auch dem Zuschauer, der sagt so Abnutzung. Ja, ist schon ein ist wichtiges auch Verschleiß. Verschleiß, Ist ein wichtiges Thema. Was ich aber gut finde, wenn 9-fach verbaut ist, 9-fach, wenn es verschlissen ist, kostet keine Unsummen, muss man einfach dazu sagen. Also auch da, oder? Wir können jetzt sagen, ja, Stand der Technik ist doch 11-fach, vielleicht sogar 12-fach. Shimano sagt, ja, bis 13-fach. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Na? Und ich denke dann immer so, ja, die Kette läuft ja immer schräger und der Verschleiß wird auch, und das wird immer sensibler, das ganze Thema. Und hier ist jetzt ein 9-fach verbaut und wenn man dann sagt, so, jo, alles klar, verschlissen muss neu, dann hält sich das mit den Kosten auch im Rahmen. Richtig, weil so ein Bike ist ja sehr langlebig. Wenn man davor Angst hat, dass da irgendwie Verschleiß ist, also Bremsbeläge ist auch ein Verschleißteil. Richtig. Und Reifen sind auch Verschleißteile und all das wird auch, wenn man es richtig einsetzt, massiv belastet. Da macht auf jeden Fall eine Wertgarantie, zum Beispiel kennst du Wertgarantie? Hast du schon mal gehört? Wertgarantie müsste ich jetzt, also ist es also Wertgarantie so ist... auf den Verschleiß, oder? Genau, Wertgarantie okay. ist tatsächlich, ja, man soll nicht unbedingt sagen, es ist eine Versicherung, aber in Wirklichkeit vielleicht doch schon. Das Ganze ist einfach so ein rundum sorglos Paket. Wir haben Diebstahl abgesichert. So wie beim Leasing. Genau, wir haben unsachgemäße Handhabung, wir haben den Verschleiß abgedeckt. Macht auf jeden Fall Sinn und darum empfehle ich das. Wir haben auch schon mal ein Video drüber gemacht, findest du auch auf dem Kanal hier. Und bevor ich das vergesse, das zu sagen, Kanal abonnieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Und Daumen hoch da lassen. Und wenn du Fragen hast zum 46er oder zu irgendeinem Benno-Bike, ich muss immer aufpassen, Benno-Bike, wir verkaufen auch die kleinen, die Ben E-Bikes. Ja, die Kinderräder, oder? Genau, nicht, dass es verwechselt wird, oder ihr habt nichts miteinander zu tun, aber beides sind auf jeden Fall spannende Produkte. Ja, auf jeden Fall. Dann, genau, Benno Bike. Dann auf jeden Fall auch einfach in die Kommentare. Guckst du da auch rein? Ja, natürlich, ja. Ja, natürlich. Also wenn das Video online ist, weißt du, dann hast du eine Hausaufgabe mehr. Darfst du auch gerne selbst beantworten, wenn da spannende Fragen sind. Sehr gerne. Weil auch das ist immer spannend und dann kann man ja auch sehen, vielleicht macht man noch mal ein Video, was auf die Fragen eingeht oder. Ja, gibt es noch was wir erwähnen müssen? Ich glaube, es ist die Beleuchtung, aber die Beleuchtung ist ja die gleiche wie beim Boost vom vorherigen Video mit dem Supernova, mit den 100 Lux. Genau, 100 Lux Scheinwerfer. Genau. Und Supernova Mini, genau. So heißt er. Und es geht natürlich immer mit. Es gibt halt auch Räder, da ist der Scheinwerfer hier am Frontträger montiert und unsere Zuschauer, die sagen immer wieder so, nee, der Scheinwerfer muss mitlenken. Darum haben wir gesagt, auf jeden Fall erwähnenswert. Schutzblech ist aus Aluminium, wirklich mit vernünftigen Streben. Super stabil, so dass es im Alltag strapazierfähig ist, sage ich immer. Ja, das ist ja, ein Rad ist ja auch irgendwo ein Gebrauchsgegenstand, auch wenn ein Rad cool aussehen kann, spannend aussehen kann, ist es ein Gebrauchsgegenstand. Und dann darf auch das massiv sein. Ja, so wie eine Stoßstange, ich weiß nicht, wie es bei 4,5 cm dick. Ja. Also im schlimmsten Fall kann ich mal irgendwo reinfahren. Also, genau, da kannst du irgendwo gegenfahren und so ähnlich manchmal soll das ja auch dafür da sein. Genau, genauso ist, wenn so ein Rad mal umfällt, es kann ja auch einfach so mal umkippen. Dann ist es natürlich auch geschützt jetzt durch das Rail. Genau.
dann kann man das auch vielleicht einmal erwähnen, so mit dem Durchstieg. Das finde ich ist nämlich ein Vorteil Ja. gegenüber dem Boost. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte ein komfortables, oder es Genau. darf etwas komfortabler sein und die Sportlichkeit soll nicht drunter leiden, dann ist das 46er auf jeden Fall eine Ja. Variante, Genau. habe ich zumindest so wahrgenommen. Und das Aufsteigen, ja, ist Sehr eng. Beim Genau. Boost haben wir einfach auch noch zwei verschiedene Rähmen, den tieferen und eben den höheren Einstieg. Aber es ist nicht so tief natürlich wie jetzt beim 46er. Genau, beim 46er ist es deutlich tiefer und wenn man das so sieht, ich sitze da jetzt drauf mit meinen Ja. fast 100 Kilo. Ja. Ja, könnte man schon ein bisschen, oder? Ist auf jeden Fall stabil. Ja. Ja, ich hätte da jetzt so keine Bedenken. Das geht wirklich gut mit dem Zweibeinständer. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ja. Joe, Nils. ja. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge erzählt. Ja, Wir sind absolut auf der Zielgeraden unterwegs. Genau. Ja. Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Rad oder zu Benno Bikes, der muss es in die Kommentare schreiben. richtig, genau. Ja, du musst heute, glaube ich, nicht mehr nach Hause. Nee, Aber, ja, ich schlafe, glaube ich, im Auto. genau. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Ja. du hier bist, Danke dir. dass du so viele Räder oder dass du überhaupt Räder mitgebracht hast. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Sehr gerne. Sieht man nicht alle Tage. Ich sage vielen Dank. Ja, danke. Merci. Na, Auch für die Zeit und Ja. Eben bei Fragen ungeniert alles stellen. genau. Und dann, wer weiß, sehen wir uns in einer weiteren Folge. Das würde mich freuen. Genau. Vielleicht gibt es ja noch eine Bonusfolge oder so. Ja, also die wir- Special. Genau, also die wir Special gleich Edition. aufnehmen. Oder so. Ja. Tipptopp.